Heute pausieren wir den Bau unserer neuen H0E-Anlage und unterziehen die neuen Märklin-Trix Flachwagen des Typs Laads 800B einem Praxischeck. Wie gut fahren die Wagen, wie detailliert sind sie im Vergleich mit einem anderen Hersteller und welche Rolle spielt dabei die Beladung? Willkommen zu einem Video der MOBA Manufaktur. Wir starten mit dem Auspacken der Wagen. Dabei sehen wir die Verpackung und natürlich den Inhalt samt Zurüstteile. Moment mal, Zurüstteile bei Märklin, kann das stimmen? Auch sehen wir die 4 im Handel erhältlichen Varianten. Von Märklin gibt es die unbeladene und die mit Mercedes Sprinter beladene Variante, das gleiche dann auch nochmal von Trix mit typischen Zweileiterachsen verbaut. Ich habe mich für die unbeladene Variante entschieden. Warum, erfahrt ihr später. Der Detailblick überrascht mich sehr. Die Wagen sind wunderbar detailliert, Griffstangen, Rangiertritte, alles sehr filigran ausgeführt und die trennscharfe Bedruckung rundet das Bild ab. Die fixe Kupplung in der Mitte des Doppelwagens ist schön stabil und auch die Unterseite und die Achsaufnahmen der Wagen sind schön anzusehen. Der Blick auf die Waage verrät ein Gesamtgewicht von 120 Gramm. Beladen wird sich das Gewicht so gut wie verdoppeln. Ich bin gespannt, wie die Wagen das bei den Testfahrten wegstecken. Die Länge der Doppelwageneinheit ist laut Maßband 32,5 cm. Die Suche im Internet nach dem Vorbild offenbart uns auch gleich noch eine super geniale Beladungsvariante, nämlich landwirtschaftliche Fahrzeuge. Mähdrescher, Schneidwerke, Traktoren und Co. fühlen sich sehr wohl auf den Laads 800B. Bei Transwagon finden wir dann auch noch ein Datenblatt zum Vorbild, welches uns Hinweise zu Beladungstyp und Gewicht liefert. Die Rechte der gezeigten Fotos, Homepages und des Datenblattes liegen bei den jeweiligen Inhabern. Ich zitiere die Informationen nur.
Schon kurz angesprochen das Thema Zurüstteile. Aber keine Sorge, es handelt sich nur um Bremsschläuche für den Vitrineneinsatz und um die Beladungskeile. Diese können nach Raster der Befestigungspunkte auf den Wagen montiert werden und verhindern so auch ein Wegrollen der geladenen Fahrzeuge, zumindest optisch. Kupplungen kommen bei mir nicht die von Märklin zum Einsatz, sondern wie immer die Rocco Universalkupplung. Gleisen wir die Wagen auf und machen eine erste Testfahrt. Bitte bedenkt dabei, dass ich Zweileiterfahrer bin und es vielleicht auf Dreileitergleisen anders laufen kann. Gleich zu Beginn fällt auf, dass die Wagen super auf der Schiene liegen. Steigungen und Gefälle sind auf meiner Anlage überhaupt kein Problem. Über Weichen gleiten sie ebenfalls super sauber drüber. Um die Tests zu verschärfen, fahre ich die Wagen auch mal rückwärts durch den Wendel und auch hänge ich mal den Reinigungswagen am Schluss an, um eine schlechte Gewichtsverteilung zu simulieren. Absolut ohne Probleme alles. Die Wagen lassen sich davon nicht beeindrucken. Den gleichen Wagentyp besitze ich auch schon vom Hersteller Decas. Im direkten optischen Vergleich schneiden beide Wagen sehr gut ab. Die Transportkeile gefallen mir beim Decas etwas besser, dafür ist die Erhöhung der Ladefläche bei den mittleren Radachsen beim Märklin nicht so hoch. Ansonsten keine Auffälligkeiten, keine gravierenden Unterschiede, beides wunderbare Produkte. Der Decas verliert aber das Duell bei einem, wie ich finde, entscheidenden Punkt. Er macht im Gefälle bei schweren Beladungen Probleme mit sich verklemmenden Kupplungsaufnahmen, was Entgleisungen zur Folge haben kann. Die MNE-Wagen habe ich leider nicht zur Verfügung, weshalb ich dazu keinen Vergleich machen kann. Übrigens noch wichtig für den Bildvergleich, der Decas-Wagen hat die beigen Planken, während der Märklin-Wagen die dunklen Planken auf der Ladefläche hat. Aus zuvor erwähntem Grund demontiere ich nun die landwirtschaftlichen Maschinen von Glas von den Decas-Wagen und verlade die Mähdrescher, Maishäcksler und Traktoren auf den neuen Märklin-Wagen. Befestigt wird mit Hin- und Wegkleber von Noch
aber auch doppelseitiges Klebeband erfüllt seinen Zweck. Nur mit den beiliegenden Keilen wäre bei Radfahrzeugen zu wenig, da rollen sie drüber weg, wenn sie Schwung bekommen. Das originale Ladegut in Form von Mercedes Sprintern war mir ehrlich gesagt nicht interessant genug, weshalb ich diese Variante der neuen Wagen auch nicht gekauft habe. Nehme ich den Differenzpreis, kann man sich davon deutlich schönere Fahrzeuge kaufen und aufladen. Eine Empfehlung sind neben landwirtschaftlichen Maschinen wie zum Beispiel von Glas oder Fendt noch Baumaschinen von CAT. Da gibt es aktuell einige bei der Modellbahn Union im Angebot. Mit dem Promotion Code MOBA5 erhaltet ihr nochmal 5% extra Rabatt auf das gesamte Sortiment. Die Verlinkungen und auch den Gutscheincode findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Sehen wir uns den neuen Gesamtzug auf der Anlage an. Es ist doch ein wahrer Genuss, diese Wagen mit der individuellen Beladung fahren zu lassen. Frage an euch, was wäre eure individuelle Wunschbeladung? Sprich, welche Fahrzeuge würdet ihr auf den Laz 800B laden? Bitte euren Vorschlag in die Kommentare schreiben.
Was mir nicht so gefallen hat, die Märklin-Beladung, und leider gibt es aktuell zu wenige verschiedene Betriebsnummern für einen sauberen Gesamtzug. Je nach Sichtweise beides aber halb so wild. Die Detaillierung, Fahrverhalten mit und ohne schwere Beladung, die technische Umsetzung, Preise und Leistung absolut top. Von mir eine klare Kaufempfehlung, wenn man die Wagen eine ordentliche Beladung spendiert. Bitte liken, hypen, teilen und kommentieren, was das Zeug hält. Auch ist es beinahe eure Pflicht, ein kostenloses Abo dazulassen, um keine spannenden Inhalte von uns mehr zu verpassen. Danke und bis zum nächsten Mal, Hans von der Mober Manufaktur.